In meinem heutigen Video habe ich mal die kleinen Personenwagen, die Märklin damals noch in Blech gebaut hat, zusammengefasst, habe mir 4 kleine Züge im Laufe der Zeit zusammengesammelt. Und das sind jetzt die Wagen aus den 1960er Jahren. Ich habe hier mal ein Katalogbild aus dem 1960er Katalog zusammengestellt aus verschiedenen Seiten, um sie zu zeigen, sodass wir hier 4 verschiedene Wagentypen oder Wagengattungen haben, aus denen dann 4 verschiedene kleine Züge werden. Das Ganze wurde hier von Märklin beworben unter Personenwagen aus fein bedrucktem Stahlblech mit automatischen Kupplungen und Vorentkupplungen. Das Ganze hat eine Zeit lang gedauert, bis ich alles zusammen habe, aber jetzt ist es komplett und diese Züge zeige ich euch dann heute in diesem Video. Anfangen möchte ich mit dem Wagen 4000. Dieser wurde unter dem alten Nummernsystem von Märklin schon vertrieben, aber ab 1957 wurde er unter der Nummer 4000 verkauft und angeboten. Hat in 1960 dann 1,90 Euro gekostet. Personenwagen mit Plattform und Eingängen auf beiden Stirnseiten, dunkelgrün, Dachgrau, Länge über Puffer 11,5 cm. Ich habe insgesamt 5 dieser Wagen, davon sieht aber nur hier auf der rechten Seite der einigermaßen gut aus. Die anderen 4 Wagen hatte ich mal gekauft, als ich noch Harzeingusse gemacht habe und hatte die Idee, sie von innen zu beleuchten und komplett in Harz einzugießen, um mehr oder weniger eine Nachttischlampe draus zu machen. Daraus ist allerdings nichts geworden, deswegen sind die Wagen noch bei mir. Aber sonst hätte ich sie mir für die Eisenbahn nicht in einem solchen Zustand gekauft. Aber zum Wegtun finde ich sie zu schade. Sie drehen noch hier ihre Runden und haben jetzt auch noch eine kleine Besonderheit, die ich euch hier gleich zeigen möchte. Auf der rechten Seite, wie gesagt, der neuere Wagen und links die ältere Variante. Und ich habe dann erstmal gedacht, ich habe 2 verschiedene Varianten, weil auf dem linken Wagen, der hier reingefahren ist, seht ihr, dass noch so eine Art Zuglaufschild auf der Seite aufgebracht ist. Dieses ist allerdings überhaupt nicht leserlich, sondern sieht eher aus wie gepunktet, damit man überhaupt hier irgendwie ein Schild angebracht hat. Und ich musste dann aber feststellen, nachdem ich mir die Wagen angeguckt habe, dass sie auf einer Seite immer nur das Zuglaufschild haben und es wohl immer nur ein und derselbe Wagen ist und es keine verschiedenen Varianten hier gegeben hat. Und wenn ihr den Wagen dann rumdreht, dann seht ihr, dass auf die andere Seite diese Bedruckung hier vorhanden ist. Und auf der linken Seite seht ihr den älteren Wagen und hier in dem sich leicht spiegelnden könnt ihr erkennen, dass er einmal nicht mehr so gut aussieht, aber dass er innen Fensterscheiben hat. Und ich habe leider nichts im Colt-Katalog gefunden oder woanders, dass es hier verschiedene Versionen gegeben hat. Und nachdem ich ihn geöffnet habe, habe ich dann festgestellt, dass der Vorbesitzer hier wohl Fensterbänder aus irgendeinem einfachen Kunststoff eingesetzt hat, was das Ganze aber aufwertet und ich finde das im Endeffekt gar nicht so schlecht. Hier habe ich das Ganze dann als Zug laufen von Baureihe 74 davor gesetzt. Wenn die Wagen fahren, fällt das nicht weiter auf, dass sie im relativ schlechten Zustand sind. Klappern hier übers Blechgleis und machen auch in diesem relativ schlechten Zustand immer noch eine Menge Spaß. Als nächstes habe ich die 4040er Wagen rausgepackt. Die wurden ab 1960 gebaut bis 1991, auch ohne Fenstereinsätze. Personenwagen älterer Bauart, zweiachsig, Plattform und Eingänge auf beiden Stirnseiten, durchbrochene Fenster, Wagenkasten grün, Dach silbergrau, Länge über Puffer 11,5 cm. Der Personenwagen 4040 passt in seiner Ausführung besonders gut zu den Tenderlokomotiven 3029. Ein damit gebildeter Zug lässt die Eisenbahnromantik um die Jahrhundertwende wieder erstehen. Hier haben wir dann den gleichen Zustand wie bei dem Wagen vorher. Das heißt, es ist auch nur eine Seite mit einem Zuglaufschild bedruckt. Dieses ist immerhin leserlich. Und zwar ist es bedruckt mit Boll-Göpping. Und ich dachte auch hier am Anfang, ich habe 3-mal Boll-Göpping und einmal neutral. Aber wenn man den Wagen dreht, dann kann man auch hier erkennen, dass die Zuglaufschilder immer nur auf einer Seite bedruckt wurden. Da ich keine Märklin 3029 habe, habe ich auch hier die Wagen wieder vor die Baureihe 74 gehängt. Und obwohl es ja eigentlich kleine Blechwagen sind für die kleinen Lokomotiven, aber im Zugverband machen noch diese richtig Spaß. Als nächstes haben wir die 4002 und die 4003. Auch diese wurden ab 57 unter dieser Nummer vertrieben, gab es auch von Märklin schon vorher. Die Wagen nach der Einheitsbauart in reicher Ausgestaltung aller Einzelheiten, Vorrichtung zum Anbringen von Innenbeleuchtung, Fenster aus Zelon, Scheiben dunkelgrün, Dach grau, zahlreiche Aufschriften, Wagenlänge über Puffer 13,5 cm und dazu der passende Gepäckwagen mit Schiebetür auf beiden Seiten, Dachaufbau für Zugführerabteil. Hier habe ich den kleinen Wagen 4002 dann auf meiner Anlage und auch hier ist es so, dass das Zuglaufschild nicht leserlich ist und wieder nur von einer Seite auf den Wagen aufgebracht wurde. Dafür haben wir zum ersten Mal einen Gepäckwagen dabei und dieser ist dann auf beiden Seiten sogar mit beweglichen Schiebetüren ausgestattet.
Auch hier habe ich dann 3 Personenwagen und den einen Gepäckwagen, sodass wir 4 Wagen für einen kompletten Zug haben. Habe die Baureihe 24 davor gehängt. Ich denke, das passt ganz gut. Und durch die etwas längere Bauart wirkt das dann auch ein bisschen erwachsener, ein bisschen vorbildgetreuer. Und so dreht dieser Zug dann auch hier seine Runden. Und dann haben wir noch die 3-achsigen Abteilwagen, die 4004 und die 4005. Und dann haben wir hier die 4005 Abteilwagen mit Bremsehaus, 3-achsig mit Aufteilung der Seitenwände in 6 Abteile, Vorrichtung zur Anbringung von Innenbeleuchtung, dunkelgrün, Dachgrau, zahlreiche Aufschriften, Wagenlänge über Puffer 13 cm. Und das gleiche mit dem 4004 Abteilwagen, allerdings dann ohne das passende Bremsehaus. Auch diese Wagen gab es vor 1957 schon unter den alten Nummern von Märklin und ab 1957 wurde sie unter der 4004 und 4005 vertrieben. Ich habe allerdings hier die 8. Variante und laut Koll heißt es hier so, dass die Stirnseiten meiner Wagen hier auch aus Kunststoff sind und diese waren früher wahrscheinlich dann aus Blech, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Dach war wohl aber von vorne rein aus Kunststoff. Wenn ich mich hier täusche oder jemand was Genaueres weiß, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann trage ich das gerne nach. Aber das waren jetzt die Informationen, an die ich hier rangekommen bin. Und hier haben wir erstmal den 4004er Wagen ohne das Bremsehaus. Und hier habe ich dann die 4005 mit dem passenden Bremsehaus. Als Besonderheit, genau wie bei den 3-achsigen Umbauwagen, haben diese 3-achsigen Wagen eine extrem weit verschiebbare Mittelachse, sodass die Wagen auch mit den 3 Achsen die engen Radien von Märklin durchfahren können. Angehängt habe ich den Zug bestehend aus diesen 3 kleinen Wagen, dann eine Baureihe 38, ich denke, das passt ganz gut. Und dann habe ich meine 4 Züge hier komplett aus dem Märklin-Katalog von 1960. Ich habe zwischenzeitlich dann hier auch mein Signal ausgetauscht, sodass mein kleiner Automatikbetrieb hier auf der Anlage auch wieder funktioniert und lasse das Ganze jetzt hier noch ein paar Runden drehen. Das war's dann hier mit meinen 4 unterschiedlichen Personenzügen aus dem Jahre 1960. Wenn ihr nähere Informationen habt oder ich irgendwas vergessen oder verdreht habe, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dann werde ich das hier wieder nachtragen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis gleich.